Los. Die Sonne scheint, lieber Tom. Und Ostern haben wir Wunderbar. überstanden. Und das sozusagen freudvoll mit noch mehr Sonnenschein und fairerweise sozusagen auch vielen guten Eindrücken, obwohl wir sozusagen die Verwandtschaft nur besucht haben im Vorbeilaufen, als sozusagen gemeinsam zu feiern. Ist ja manchmal auch ganz hilfreich, ne? Ich glaube, der ein oder andere freut sich vielleicht auch gerade darüber. Aber wir haben auch diese Woche, passiert wieder vieles. Die Politiker treffen sich auf höchstem Niveau, um zu entscheiden, welche Experimente wir in den nächsten Wochen eingehen können und dürfen, um irgendwie zurück zu einem neuen Normal zu finden. Wir hatten aus der vergangenen Woche auch einen Kommentar von der guten Katharina, vielen Dank an der Stelle auch, bezüglich unserer letzten Session, wo es natürlich auch noch um das Thema, wie viel Experiment kann sich eine Führungskraft oder ein Führungsteam eigentlich leisten. Gleiches stellen wir uns ja auch gerade die Frage, wenn es um das alltägliche Leben geht. Tom, wie schätzt du das ein? Ja, und ich finde sozusagen das, was Katharina ja auch nochmal mit in den Fokus nimmt, dass natürlich die heutige Zeit auch Führungsarbeit nochmal anders macht. Ja? Man viel stärker bei virtuellen Führen über Distanz unterwegs ist und da die üblichen Mechanismen weniger greifen. Ja? Und das war, glaube ich, etwas, wo für mich auch nochmal wichtig war, hinzuschauen, wie man sein Führungsagieren variiert, ja? Weil ich glaube, die bisherigen Mechanismen in veränderten Umwelten halt auch weniger gut greifen und es dann wichtig wird, okay, wie kann ich mein Führungsverhalten, mein Entscheiden, mein Teilhaben ein entscheidendes Implementieren, Partizipieren an Entscheidungsprozessen sozusagen in der Organisation anders machen. Und ich glaube, das ist wichtig, da sowohl Stabilität als auch Flexibilität miteinander zu verheiraten, was wir ja schon aus dieser Beidhändigkeitsdiskussion kennen, was aber jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen hat. Ja, ja. Ja, und wenn man sich es ganz genau betrachtet, ist eigentlich ja das Führen auf Distanz, nämlich dass wir alle virtuell nur noch miteinander unterwegs sind, ist ja eigentlich schon ein Experiment. Ähm, Absolut. Total. Und die Frage ist halt nur, wie viel, und ich glaube, da auch nochmal nur auf Katharina zurückzukommen, wie viel danach erhalten bleiben kann und auch soll. Ja? Also wenn wir jetzt mal zurück zu einem neuen Normal gefunden haben, wie würdest du das einschätzen? Na, das neue Normal wird ja dann verbindlich durch Stabilität, die sozusagen dann in den Umwelten ist. Ja? Also die Sachen, die jetzt alle schnell entschieden mit einer kurzen Laufzeit und einer kurzen Entscheidungshaltbarkeit versehen sind, werden dann wieder Standards weichen, die Berechenbarkeit in die Unternehmensalltagsfragestellung wieder einführen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wieder ein Stück entspannt und damit sozusagen auch wieder eine weitere Perspektive gibt als das, was jetzt in vielen Unternehmen stattfindet, im Sinne von Fahren auf Sicht. Ja? Also Mhm. dass Entscheidungen mit Wochenfrist getroffen werden und man sagt, okay, in dieser Woche machen wir das so. Und das ist, glaube ich, schon eine echte Herausforderung, die jetzt anders ist, sowohl in den Unternehmen als auch im Aushalten der Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten. Und das wird auf jeden Fall anders werden. Ja? Also da wird es wieder mehr Stabilität geben, was auch Sinn macht, weil man, sag ich mal, diese Kurzfristigkeit in den Unternehmensalltag dann gar nicht an den vielen Stellen braucht. Aber aktuell ist es noch sehr herausfordernd und ich bin mir auch noch nicht sicher, wie schnell wir in stabile Fahrwasser wieder gelangen werden. Ja, ja, ich glaube, das weiß keiner so genau. Und wenn wir es wüssten, Tom, dann würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen. Aber wir würden es hier sagen. Ja, Wir würden es auf also, jeden Fall hier sagen. ja. Ja. Cool. Zum Schluss vielleicht, Tom, auch wenn Tipps immer gefährlich sind, das wissen wir beide. Hast du denn einen Tipp für das Thema Virtual Leading oder virtuelles Führen? Also ich würde wirklich sehr dafür werben wollen, wenn sich die Umwelten entsprechend verändert haben, das heißt, wenn die Arbeitswelten anders sind, Dinge auszuprobieren und schnelle Feedback-Loops drin zu haben und nicht zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung, wir machen Führung jetzt so und dann muss die irgendwie 4 Wochen halten, sondern zu sagen, hey, lasst uns mal Kommunikation verändern in die Richtung, lasst uns eine Entscheidung sozusagen für die nächste Woche in der Art und Weise prozessieren. Es wird mal jemand anders, der sie vorbereitet, sie wird in anderer Art vorbereitet, man teilt Dokumente, also diese digitalen Möglichkeiten sozusagen jetzt auch ein Stück zu nutzen. Und ich glaube, das, was total hilfreich ist und was man als gute Erfahrung mitnehmen kann, ist, wenn man schnell anpassungsfähig ist. Also wenn man Mhm. lernt, wie schnelle Anpassung funktioniert und das als Kompetenz für sich selber mitnimmt. Und diese Chance, auch wenn sie schmerzhaft ist, schnelle Anpassungsfähigkeit zu lernen, ist, glaube ich, jetzt größer denn je, auch wenn es
ein schmerzvoller Prozess ist und jeder sich gerne andere Dinge wünschen würde, als sozusagen durch diesen Prozess zu gehen. Ja, Lernen findet immer da statt, wo man es nicht sieht, ne, auf den ersten Blick. Hat mal irgendjemand gesagt. In diesem Sinne, ich finde, das ist ein unheimliches schönes Schlusswort, Tom. Ich freue mich auf nächste Woche. Wir freuen uns auf weitere Kommentare und in diesem Unbedingt. Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.